Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen schönen Osterkranz mit Marzipan und Pistazien. Die Ostertage stehen ja schon vor der Tür und in meiner Osterplaylist findet ihr schon ganz viele Rezepte. Schaut dort unbedingt einmal vorbei. Da findet ihr die Klassiker wie Möhrentorte, Eierlikörtorte, Nusstorte. Also wirklich einfach alles, was das Herz begehrt, ist dort eigentlich schon vorhanden. Aber ich habe mir gedacht, einen Osterkranz mit Marzipan und Pistazien habe ich noch nicht. Deswegen zeige ich den heute mal. Das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben. Ihr findet es hier unten unter dem Videotitel in der Videobeschreibung verlinkt. Über den Link kommt ihr zu meinem Blog und dort könnt ihr das Rezept nachlesen und auch ausdrucken. Lasst uns starten. Für den Hefeteig benötigen wir 250 Milliliter Milch und 75 Gramm Butter. Die könnt ihr jetzt entweder in einem Topf auf dem Herd miteinander schmelzen lassen, warm werden lassen, auf 37 Grad maximal. Ich stelle das gerade kurz in die Mikrowelle, dann ist es einfacher und dann kann ich gleich in der Schüssel weiterarbeiten. So, ihr seht, die Butter ist geschmolzen, die Milch ist etwas warm geworden. Das waren jetzt bei mir so etwa 1,5 Minuten bei 900 Watt. Und jetzt muss man einfach schauen, dass die Milch nicht zu heiß ist. Sie sollte nicht mehr als 37 Grad warm sein. Die Butter sollte sich schön aufgelöst haben. Jetzt kommen hier die übrigen Zutaten hinzu, nämlich der Zucker, und zwar 60 Gramm. Gerade noch schön mit verrühren. Da darf sich ruhig schon so ein bisschen auflösen, anlösen. Und selbstverständlich könnt ihr dieses Rezept auch in der Küchenmaschine herrichten. Es kommt die Hefe hinzu. Ich nehme hier Trockenhefe und zwar 2 Päckchen. Die muss man eigentlich nicht mit warmer Milch verrühren, aber es klappt dann doch immer besser. Deswegen mache ich das gerne so. Und wenn ihr natürlich frische Hefe verwendet, dann sollte die Milch erwärmt werden. Hinzu kommt jetzt das Mehl. 500 Gramm. Und auf das Mehl eine Prise Salz. Die Prise Salz bitte nicht direkt auf die Hefe geben. Das mag die Hefe nicht. Dann geht sie nicht so gut auf. Und jetzt kommt noch ein Eigelb hinzu. Und dann können wir alles miteinander schön zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Eins habe ich noch vergessen. Ich mache gerne immer noch so ein bisschen abgeriebene Zitrone hinzu. Gerade bei so einem österlichen Teig. Es gibt einfach eine gewisse Frische. Es muss nicht viel sein. So sagen wir mal eine halbe Zitrone. Ihr wisst ja, den Rest reibe ich mir dann auch noch ab und trockne ihn auf einem Tellerchen. Jetzt können wir schon verkneten mit den Knethaken des Rührgeräts oder eben mit dem Knethaken der Küchenmaschine. Oder mit den Händen, geht auch. Und sobald unser Teig dann so aussieht, da müssen wir dann mit den Händen weiterkneten. Oder man muss eben gleich auf die Küchenmaschine umsteigen. Ich werde jetzt hier mit den Händen weiterkneten. Da hat man ein besseres Gefühl für den Teig. Und man sieht auch, wann ist er richtig und wann ist er schön geschmeidig. Er duftet auf jeden Fall schon mal sehr lecker und fühlt sich gut warm an. Handwarm, genau richtig. Denn die Hefe mag diese Wärme und kann dann besonders gut aufgehen. Schön nochmal geschmeidig kneten. Gerne natürlich auch auf eurer Arbeitsfläche. Schön durchkneten, bis er richtig schön geschmeidig ist. Und ihr seht, er zieht sich jetzt so ein bisschen zusammen von den Wänden der Schüssel weg und klebt auch kaum noch. Und das bedeutet, er ist genau richtig und er ist gleich fertig für die erste Gare. Und die dauert bei dieser Hefemenge so etwa eine halbe bis eine Stunde. Das hängt so ein bisschen von der Umgebungstemperatur ab. So, ich habe den Teig nochmal auf meiner Arbeitsfläche schön durchgeknetet. Er ist jetzt richtig schön seidig und so lasse ich ihn jetzt einfach in der Schüssel schön abgedeckt mit einem feuchten Tuch eine halbe bis eine Stunde gehen. In der Zwischenzeit können wir uns für die Füllung schon mal 30 Gramm wirklich schön grüne, gehäutete und ungesalzene Pistazien fein mahlen. Die Pistazien sind natürlich etwas teurer, aber ich denke, für Ostern kann man das mal machen. Los geht's! So, und ich denke, das reicht auch. Nicht zu lange mahlen, dass nicht das Öl austritt. Wunderschön, unsere Pistazien sind fein gemahlen und die werden wir jetzt einfach mit 200 Gramm Marzipan-Rohmasse verkneten, sodass wir ein schönes
grünes Pistazienmarzipan erhalten. So, und sobald das Marzipan so schön verknetet ist, können wir das uns beiseite legen. Ihr könnt es aber auch schon in Teiggröße ausrollen. Der Teig wird so etwa 60 cm mal 15 ausgerollt. Das heißt, eigentlich können wir das auch mit dem Marzipan jetzt schon vorher machen, damit wir uns die Wartezeit etwas verkürzen. Genau, die Häschen kommen mal zur Seite, damit wir Platz haben. Sollte das Marzipan arg kleben bei euch, dann könnt ihr etwas Puderzucker darunter geben. Ich rolle es jetzt einfach mit meinen Händen von der Mitte ausgehend zu den Seiten hin 60 cm lang aus. Ja, 60 cm sind ausgerollt und jetzt kann ich es noch auf 15 cm Breite ausrollen, denn genauso wird nachher auch der Teig dann ausgerollt und dann wird das Marzipan darauf gelegt. Das soll ja unsere Füllung werden. Und sollte das Marzipan kleben, dann könnt ihr einfach etwas Puderzucker darunter geben. Alternativ könnt ihr auch auf 2 Frischhaltefolien ausrollen. Das geht natürlich auch. Das muss nicht super exakt sein. Die Hauptsache ist, dass es nachher schön als Füllung dient und super schmeckt. Eine schöne, süße Pistazienfüllung. 14 cm und die Länge passt auch. Ich lege das dann nachher aneinander und dann kann ich mir einen schönen Kranz formen. Das legen wir uns gerade beiseite. So, dann habe ich noch 10 Gramm Pistazien, die ich mir einfach nur hacken werde. Die werde ich gleich noch in den Teig mit hineingeben, damit man so ein bisschen was Crunchiges hat zum Draufbeißen. Gerade einfach grob hacken. Und das reicht auch schon. Für oben auf könnt ihr auch gleich noch weitere 10 Gramm in der Weise hacken. Die werden dann nachher oben aufgestreut. So, und da kommt mein mit einem feuchten Tuch abgedeckter Teig. Und er sieht wunderbar aus. Er ist richtig schön hochgegangen. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Er hat die ganze Schüssel ausgefüllt. Wir werden ihn jetzt ganz leicht einmal durchkneten auf einer bemehlten Arbeitsfläche und ihn dann ausrollen, sobald er sich ein bisschen entspannt hat. Und dann können wir unser Marzipan schon darauf geben und den Teig auch zu einem Kranz rollen. Den schönen Hefeteig, der sieht wunderbar aus, auf die Fläche bringen. Schaut euch das mal an. Fantastisch. Da sieht man richtig die Stränge, die entstanden sind. Zum Rausholen kann man auch die Teigkarte nehmen, da kommt alles mit raus. Es duftet auch richtig schön nach Hefe. Jetzt müssen wir den Teig einmal ausstoßen, so nennt man das. Kurz durchkneten, nicht zu lang, einfach nur ausstoßen. Das reicht auch schon fast. So. Und ich lasse ihn dann nach dem Ausstoßen immer gern noch etwas entspannen. Abgedeckt am besten. Dann rolle ich ihn erst aus, denn dann bockt er nicht so. Das heißt, 5 Minuten, bisschen Mehl wieder drunter machen. Dass nichts anklebt. Das brauchen wir nachher ja auch zum Ausrollen. Gerade noch einmal schön abdecken, dass da nichts austrocknet. Und 5 Minuten entspannen lassen vom Ausstoßen. So, weiter geht's. Mein Teig hat sich etwas entspannt und ich kann ihn jetzt wunderbar ausrollen. Und zwar eher in der Länge, also auf ja eben diese 60 cm und 15 cm breit ist er eh schon. Und sollte er sich zu arg ziehen, dann einfach noch mal wieder etwas entspannen lassen. Schauen, dass nichts anklebt unten drunter, also immer mal ein bisschen Mehl drunter schießen. Der Teig duftet wahnsinnig lecker, richtig schön österlich. 60 cm lang und 15 breit ungefähr haben wir jetzt ausgerollt. Ja, in etwa 60 mal, ja, etwas mehr. Also ich könnte ihn auch noch länger ausrollen. Mal gucken, was mein Brett hier noch hergibt.
Man kann ihn auch auf 1 Meter ausrollen, dann muss man halt das Marzipan auch etwas weiter noch ausrollen, noch länger. Jetzt können wir ihn mit dem Eiweiß bestreichen und das Marzipan darauf legen. Das Eiweiß haben wir ja noch übrig von dem Eigelb, was im Teig mit drin ist. Und dann klebt unser Marzipan auch wunderbar daran. Und wir können es dann gut einrollen. Ja, und jetzt legen wir unser schönes Marzipan hier oben drauf und kleben das an. Noch ein bisschen flicken hier. So, und jetzt kommen hier oben drauf noch unsere gehackten Pistazien. Gerade noch drauf streuen. Hier gerne auch an den Rand, da wo jetzt nichts ist, denn das wird gleich mit eingerollt. Und jetzt rollen wir unseren Hefeteig von der Längsseite schön über das Marzipan rüber in einer schönen Schnecke. Jetzt wird es mit eingerollt. Wenn ihr den ganzen Teig mit Marzipan belegen wollt, dann müsst ihr eben etwas mehr Marzipan verwenden. Aber ich finde es so ganz gut. Möglichst eng rollen, damit man eine schöne Spirale bekommt. Sehr schick. Unser Teig mit dem eingerollten Marzipan ist schon mal fertig. Jetzt hole ich mir das mit Backpapier belegte Backblech und werde diesen Strang als Schnecke darauf platzieren. So, da ist mein Backblech. Ich habe einfach ein Silikon draufgelegt. Ihr könnt auch Backpapier verwenden, völlig egal. Und jetzt legen wir uns den Kranz zu einer Schnecke. Auch unsere Schnecke muss nochmal in die zweite Gare. Das heißt, wir lassen sie nochmal an einem warmen Ort etwa eine halbe Stunde aufgehen. Am besten abgedeckt wieder mit einem Tuch, diesmal natürlich ein trockenes nehmen. Und los geht's in die zweite Gare. Nach einer halben Stunde, schaut euch das mal an, ist ein wirklich fantastisches, großes Schneckchen entstanden. Richtig schön aufgegangen. Den Ofen habe ich mir schon vorgeheizt, im Hintergrund auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Und dann schieben wir ihn gleich zum Backen hinein. Und zwar darf dann unser Kranz so etwa 20 bis 25 Minuten auf der mittleren Schiene bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder wie gesagt 160 Grad Umluft backen. Während unser Osterkranz backt, können wir schon mal 50 Gramm Puderzucker mit etwas Wasser oder Zitronensaft und Zitronensaft verrühren. Ich habe jetzt hier 3 Esslöffel Wasser und zwar heiß. Gebe erstmal so ein bisschen was dazu und schau mal, wie der Guss wird. Und der ist jetzt sehr dünnflüssig. Ein bisschen was noch dazu, so ein Esslöffel oder 2. Also das kann man ganz nach Geschmack anrühren. Und einfach gucken, wie wollt ihr den Guss haben. Ich möchte ihn so ein bisschen luzide haben, das heißt, dass er so ein bisschen durchschimmert. Deswegen rühre ich ihn nicht ganz so dick an. Genau, so ist er für mich ganz gut. Und jetzt warte ich nur noch auf das Fertigwerden des Kranzes und dann kann er auch schon gleich glasiert werden. Und was ihr auch machen könnt, in der Zwischenzeit die restlichen Pistazien hacken, nochmal 10 Gramm. Die werden nämlich dann oben drüber gestreut. Und so sieht unsere Schnecke nach 20 Minuten Backzeit aus. Ich probiere jetzt mal, ob sie auch gar ist innen drin. Einfach mit der Stäbchenprobe. Und das sieht gut aus. Da bleibt nichts hängen. Nochmal woanders. Jawohl, ist durchgebacken. Wir können sie jetzt auf einem Kuchengitter etwas auskühlen lassen und dann schon mit unserem Guss bestreichen und mit den Pistazien bestreuen. Ganz schön groß geworden, unsere Schnecke. Also das ist wirklich ein Osterkranz für die ganze Familie. Und wenn man natürlich noch mehr Schneckenringe möchte, muss man ihn noch etwas länger ausrollen. Gerade schön einstreichen mit dem wunderbaren Guss. Und ihr seht, das ist gut, wenn er nicht ganz so dick angerührt ist. Dann sieht man die wunderschöne braune Kruste noch durch. So sollte es sein. So. Und sobald wir eingestrichen haben, können wir dann auch schon mit unseren gehackten Pistazien bestreuen. Der Guss zieht relativ schnell an, weil der Kranz ja noch heiß ist.
Deswegen das gleich machen, zur Not noch etwas nachstreichen, wenn es nicht mehr halten sollte. Wunderschön sieht der Kranz aus. Wir können ihn noch lauwarm probieren. So, der Tisch ist gedeckt. Wir werden uns erstmal einen schönen Tee genehmigen. Wunderbar. Und da kommt unser fluffiger Marzipankranz. Super lecker mit den Pistazien. Und es sieht wunderschön aus mit dem Marzipan innen drin. Sehr lecker und die beiden Häschen sind auch wieder dabei und der Tee ist fertig und ich werde mal für euch probieren. Gut. Gleich nochmal einen. Sehr, sehr lecker mit dem Marzipan innen drin. Sehr schön süßlich, pistazienartig. Ein Schlückchen Tee. Ich kann euch sagen, sehr lecker, nicht zu süß und ich kann euch das Rezept nur empfehlen. Das war mein leckerer Osterkranz mit Pistazien-Marzipan. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr werdet es an Ostern einmal ausprobieren. Dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns hier wieder nächste Woche am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!